Howdy, and hello to Grundkurs English. My name is Eric, and I will be leading you through 15 episodes of Grundkurs English. English is the most widely used language in the world. There are approximately 350 million native speakers and the same amount of non-native speakers who use English for either business and/or pleasure. Ich werde mir Mühe geben, auch Deutsch zu sprechen. Aber mein Englisch ist besser. But first, let me give you a short summary of what to expect. Wir wollen Ihnen in jeder Folge ein Häppchen englischer Literatur vorstellen. Wie heißt es so schön? Ohne Anfang, kein Ende. Deshalb bieten wir Ihnen Ausschnitte ausgewählter Autoren an. Hören und schauen Sie einfach zu und genießen Sie die Sprache. Es ist nicht schlimm, wenn Sie nicht alles verstehen. Wir hoffen einfach, dass Sie bei dem einen oder anderen Buch Appetit auf den Rest bekommen. In Ländern wie Großbritannien, den USA, in Neuseeland, Kanada, Australien, aber auch in Indien, Pakistan, Südafrika, Nigeria und in fast 100 weiteren Ländern wird Englisch gesprochen. It's an English world. Deshalb wollen wir Ihnen nicht nur die Sprache, sondern auch ein wenig Land und Leute der englischen Welt vorstellen. Alles über Kanada, die United States of America, den kleinsten Kontinent der Welt, Australien, und dessen südlichen Nachbarn Neuseeland. Das und mehr in den kommenden 15 Folgen. Außerdem haben wir in jeder Folge diese Herren. Der Cowboy kommt zur Hilfe, wenn sich Germans in der englischen Sprache verstricken. In Boston gehen wir mit einem Bayern den Feinheiten der Aussprache im Englischen auf den Grund in der Rubrik Say It Again, Sam. Deckten Humphrey Bogart und Sherlock Holmes die Unterschiede zwischen amerikanischem Englisch und britischem Englisch auf. Somehow, it reminds me a bit of the US television series The Twilight Zone. Remember that old TV show from the 60s? Anyway, the Language Zone concludes our fun-filled activities and will summarize each episode for you. And last but not least, we will talk about grammar. Well, not we as in you and me, but with my lovely colleague, Carolyn. So please, let me introduce to you our charming host with the most knowledge of English grammar, Carolyn. Hi Eric, Hello, Carolyn. Vielen Dank für diese enthusiastische Begrüßung. Und ja, ich werde versuchen, Ihnen die englische Grammatik näher zu bringen. Und Eric hier hat sich völlig selbstlos in die verschiedensten Situationen gebracht, um uns mit Beispielen auszustatten. Ich bin sicher, das war wirklich furchtbar anstrengend. Besonders das hier sieht wirklich grausam aus. Well, Caroline, es war fürchterlich. Aber wir sollten ja mal loslegen, und zwar mit unserem ersten literarischen Appetitanreger. We start with Kathleen Mansfield. She was born in New Zealand and later lived in England. In ihrer Kurzgeschichte The Garden Party, aus der wir gleich einen Ausschnitt hören, plant die High-Class-Familie Sheridan ein Gartenfest. Tochter Laura soll die Organisation übernehmen. Das Festzelt, The Marquee, wird angeliefert und Laura begegnet einfachen Leuten aus der Working Class. And we don't bite either. I promise. I invite you to join my garden party. Es ist so einfach. Sie können es auch. Und aus unserer kleinen Party wird Caroline auch noch ein paar Grammatikweisheiten ableiten. Oder, Caroline? Ja, absolut, Eric. Die Personalpronomen sind heute unser Grammatikthema. Ein Pronomen, wie das Wort Pronomen, also Fürwort, schon sagt, steht für ein Nomen, Englisch Noun, also für ein Hauptwort. Das sind dann Wörter wie me, you, they oder auch mine. Achten Sie auf diese Wörter im folgenden Film und vor allem, wie sie verwendet werden. Hey, Fred. Hello, Eric. Welcome. Thanks for the invitation. Pleasure.
Who's the lovely lady on your side? Oh, I'm sorry. This is my girlfriend, Julia. We've been together for now... 3 months. 3 months? She just got back into town last evening from business. So please excuse her if she falls asleep on the dinner table. You have a lovely place here. Thank you. Are you from America too? No, I'm from England. I'm not a Yankee. Come on in. Fred, who are these people here? Have I met them yet? No, you haven't, Eric. They are my family. You haven't met my family. They are spread out all over various parts of the United Kingdom. He's my brother, Kirk. He lives in Kent. The other brother is Mark, who lives in Plymouth. Okay. The two ladies are my sisters, Diane and Cheryl. Diane lives near my parents in Yorkshire, and Cheryl lives in London. We all meet once a year, either in Yorkshire or in London. Cool. Your family's quite big. So, let me see. Who is that? He's my brother Mark, who lives in Plymouth. Okay, and she is your sister, and she lives in London, right? Yes. She has a husband whose father was a duke until he died of paranoia. They found him dead in a cave. Story goes he was killed by a dragon, but I think he got drunk, fell down, and stabbed himself with his own knife. He was off his rocker, crazy. That is crazy, man. This will get even more confusing if we keep on asking questions about the family. What kind of tree is that? Oh, that's a wamba tree. Let me tell you, it needs a lot of sun to keep it green. I'm thinking of giving it to the zoo. Good idea. Auch wenn ich jetzt nur zu gerne klären würde, was um Himmels Willen ein Wamba-Wamba-Baum ist, wir schauen uns jetzt mal die Personalpronomen genauer an. Der gute Fred erklärt uns ja ausführlich seine Familienstruktur. He's my brother Kirk. Kirk lives in Kent. She lives near my parents in Yorkshire, and she lives in London. We all meet once a year, either in Yorkshire or in London. Wie gesagt, Pronomen sind Wörter, die für Hauptwörter eingesetzt werden. Nochmal hier zum Mitlesen. He steht in unserem Beispiel für Freds Bruder Kirk und she für jeweils eine der Schwestern. We steht für Fred und seine gesamte Verwandtschaft. Diese 4 Wörter werden als Subjekt, also als Satzgegenstand verwendet. Sie beantworten also Fragen wie wer lebt in Kent? He lives in Kent. Es sind sogenannte Subjektspronomen. Die haben wir hier noch einmal in einer Übersicht für Sie. I, you, he, she, it und so weiter. Es gibt dann auch noch Objektspronomen. Also Pronomen, die als Objekt im Satz stehen. Das sind me, you, him und so weiter. Die entsprechen den deutschen Pronomen mich, dich, ihn, also Akkusativ, und mir, dir, ihm, Dativ. Hier ist ein Beispiel für die nächste Gruppe von Pronomen. So. Her father is a duke. Her father. Das her ist ein possessives, also besitzanzeigendes Adjektiv. Ihr Vater. Diese Adjektive können nicht allein stehen. Sie brauchen immer ein Substantiv. In unserem Fall ist das Father. Hier sind die anderen. My, your, his, her, its und so weiter. Wie gesagt, diese Adjektive können nicht alleine stehen. Es gibt aber auch noch das Possessivpronomen. Das gibt an, wem etwas gehört oder zu wem es gehört. Das kann auch alleine stehen. Hier haben wir es. Mine, yours, his, hers, its. So, nun ist aber erst einmal genug mit Pronomen. Aber vom Barbecue noch lange nicht. Bevor Eric und seine Jungs richtig losgrillen, habe ich noch eine wichtige Botschaft aus dem Wilden Westen für Sie zum Thema Barbecuing. Hey
Hey Fred, what's going on? What are you doing here? I'm having people around for a barbecue. Fred, do you really think that you can grill steaks for all of your guests with that wobbly thing? Grill steaks? I'm not grilling my steaks. I bought a grill for my kitchen. Grill? In Germany we always say grillen. But now I think it's time to call a cowboy. Hey cowboy, we have a problem to communicate. Can you please come to the rescue? Okay, I'm coming to the rescue. What seems to be the problem, partner? Ich versuche Fred zu erklären, dass er die ganzen Steaks nicht auf diesem kleinen Grill grillen kann. Aber er versteht mich nicht. Kein Problem. Erstens, ein Grill im Englischen ist ein Gerät, mit dem man drinnen in der Küche arbeitet. To grill. Zweitens, draußen. Kohle, Feuer, Steaks. To barbecue. Drittens, wir grillen einfach nicht. Wir machen ein Barbecue. To have a barbecue. Thanks, cowboy. Now I understand the difference between a grill and a barbecue. My pleasure, partner. If you find yourself in a hole, the first thing you do is stop digging. The second thing you do is call a cowboy. Jetzt, da wir den Unterschied zwischen Barbecue und Grillen kennen, kann ja nichts mehr schiefgehen und Eric kann endlich die Steaks auf den Grill hauen. Sie dürfen dabei sein und achten Sie mal auf die Singular- und Pluralformen. Word Classes ist nämlich unser nächstes Thema. Die drei Herren vom Grill, bitte sehr. Wow, Fred, those steaks look delicious. They are. I bought them at the butcher. And you immediately put them in your world-famous goop. What's goop? Sauce. Oh. I marinated the steaks for 48 hours, and I'm now smoking them with hickory chips. Okay. They will Nice. melt in your mouth. I was thinking also of barbecuing shrimps as well, but for us, meat will do. Cheers, mate. Cheers. If the women complain, they can eat salad. It's healthier for them anyway. For us men, salad just gets in the way. I worked hard to spice up the sauce, just right. We'll teach the ladies a thing or two about proper dieting, right, guys? Yeah, well, I am trying to watch my figure. I'm on a diet. Actually, I'm so hungry I could eat an ox. I'm off to the kitchen to get another beer. Yeah, me too, Jason. I'm so hungry I can eat an ox too. Fred, do you have any oxen? I like him. Where does he come from? He's a Kiwi. He's from New Zealand. Well then, he should eat 5 or 6 of my delicious steaks.